Hallo und herzlich willkommen bei Bricksbuilds, und im heutigen Video gibt es eine kleine Tour durch unsere Lego-Stadt, die Train World. Fangen wir mal als erstes mit unserer Straße an. Wie ihr vielleicht sehen könnt, besteht die aus einmal zwei Platten und einmal zwei Fliesen. Die Technik könnt ihr später im Video noch genauer sehen. Aber auf der Straße seht ihr gerade unseren DeLorean, der basiert auf der Brickworld-Version, die wir aber stark modifiziert haben, um sie unserer Meinung nach besser dem Original nahe zu bringen. Und davor könnt ihr auch schon unser derzeitiges Projektauto sehen, einen Golf 2. Hier ist jetzt noch das Video von Andy, wie er gerade die Straße baut. Ihr könnt sehen, wir haben so Streifen gebaut aus den einmal zwei Platten und einmal zwei Fliesen, die wir jetzt aneinander reihen und dann über den Mittelstreifen einmal festbauen. Da könnt ihr eine Reihe aus den Bricks sehen, und dann, wenn alle Streifen eingezogen sind, bauen wir an den Seiten noch Steine hin, um die ganze Platte oder die Straße zusammenzudrücken. Hier könnt ihr dann die Straße nochmal von oben sehen und ein paar anderen Winkeln, schön mit den zwei Modellen, also dem Golf und dem DeLorean, und noch ein bisschen den Unterbau, weil in den höheren eben in Richtung zur Brücke haben wir eine leicht andere Technik benutzt mit so Technikstangen, damit das eben die Höhe schön ausgleicht. Als nächstes geht es weiter mit der New Yorker Metro Line. Das ist eine Monorail, die Andy nach der New Yorker Metro Line, wie schon gesagt, gemockt hat. Und vorne dran haben wir so ein kleines Easter Egg. Und zwar seht ihr da gerade Spider-Man. Und da haben wir das Ganze an die Szene aus dem Film angelehnt. Später gibt es vielleicht noch einen Dr. Octopus, um den Kampf ein bisschen besser darzustellen. Aber momentan bleibt das Ganze jetzt mal so. In den Gleisen könnt ihr vielleicht sehen, sind so ein bisschen dunkelgraue Teile verbaut. Das sind 3D gedruckte Teile von 4D Bricks. Und die haben wir genutzt als Verlängerung für die Rampen, die es von Lego schon gibt, weil wir eine zweite Ebene haben und mit der Monorail von unten auf die zweite Ebene hochfallen wollen. Und das ging halt eben nur mit diesen Erweiterungen von 4D Bricks. Die ganze zweite Ebene wird dann auch später als Berg verkleidet mit Modular Buildings obendrauf. Dann kommen wir auch schon zum ersten Zug der Train World. Was könnte es sein außer das Krokodil? Das haben wir natürlich modifiziert, damit die Lücken geschlossen sind, und noch ein paar andere Sachen, ein kleines Farbmod, also die Motorabdeckung in schwarz, und die roten Pins bei den Antriebsstangen sind jetzt in schwarz, damit es für uns einfach schöner aussieht. Und am Krokodil hängt auch schon der erste gemockte Waggon. Der ist jetzt noch nicht ganz fertig. Ihr könnt schon sehen, es fehlen noch ein paar Steine in den richtigen Farben. Aber das Ganze soll so ein Schuttwaggon sein. Da fehlen auch die Türen. Es ist halt noch nicht fertig. Und breit ist der ganze Waggon 9. Das passt jetzt nicht ganz zum Krokodil, aber mit unseren ganzen anderen Zügen passt es vom Maßstab. Deswegen haben wir den 9 breit gemacht. Dann könnt ihr auch schon sehen, jetzt wo das Krokodil wegfährt, unseren Bahnhof. Da könnt ihr oben so Lichter leuchten sehen, das sind selbst gelötete LEDs. Da habe ich so einen Strang zusammengelötet aus verschiedenen LEDs. Das steckt momentan noch an einem Steckbrett, aber später kommt da dann irgendwann Arduino rein und dann wird das Ganze über ein Zeitmodul angesteuert. Und hier rechts unten könnt ihr gerade schon ein Bild eingeblendet sehen von dem Original, wo wir uns den Bahnhof abgeschaut haben. Und der Bahnhof ist natürlich auch nicht so leer, weil viele Sigfigs rumstehen. Und wenn ihr selber auch Sigfigs habt und mit uns tauschen möchtet, dann schreibt uns immer gerne an, wir freuen uns. Nachdem wir jetzt beim Bahnhof waren, gibt es einen Schwenk zu
neben der Straße, wo gerade schon 3 Bäume stehen. Wir in der Train World wollen immer schön alles begrünt haben, um so einen ländlichen Effekt reinzubekommen. Und da haben wir jetzt auch schon 2 Tutorials online, wie man unsere verschiedenen Bäume baut oder Büsche auch. Und die könnt ihr euch gerne mal anschauen, da ist jetzt rechts oben mal eins eingeblendet. Und dann würde ich sagen, geht es auch schon weiter mit der nächsten Station. Die nächste Station ist dann auch schon eins der Highlights in der Train World. Und zwar ist es eine von mir selbst gemachte Drehscheibe, die auch funktioniert. Es gibt schon ein paar Videos online und es gibt auch eine Tutorial-Reihe, wie man diese Drehscheibe baut. Zumindest das Grundgestell unten, die ganze Technik mit dem Motor. Also wenn ihr die nachbauen wollt, könnt ihr euch das auch gerne anschauen. Das ist auf unserem Kanal in einer eigenen Playlist. Das sind mehrere Teile. Und ihr könnt auch schon mehrere Ausfahrten sehen und das ist jetzt noch in der Planung, aber eine Ausfahrt können wir uns schon anschauen. Und zwar steht da schon ein Wasserturm, der gerade schon im Bau ist. Dann, wenn es schon Train World heißt, wollen wir nicht nur einen Zug in dem Video haben und auch allgemein in unserer Train World nicht nur einen Zug. Der nächste Zug, wie ihr schon sehen könnt, ist der Hogwarts Express oder auch im Fachjargon Holton Hall. Was ihr auch schon sehen könnt, wir wollen auf ein Dark Red gehen, nicht so wie bei Lego das normale Red, weil wir finden, dass das Dark Red eben dem Original besser kommt. Und wie immer bei uns, einige Teile sind noch in sehr falschen Farben, das kommt gerade noch und er wird natürlich noch stetig weitergebaut. Als letztes schwenken wir nochmal auf die Straße zurück. Neben unserem Fluss und der kleinen Brücke seht ihr gerade schon so ein kleines Huhnpicken. Das sind halt so nette Details, die wir immer in die Train World mit einbauen wollen. Und dann würde ich auch schon sagen, vielen Dank fürs Zusehen und über ein Like und ein Abo würden wir uns sehr freuen.